Alright, es ist wieder Unboxing Time. Wieder eine elektrische Pumpe, diesmal von der Marke Henmi. Habe ich noch nie gehört. Es steht drauf Hi Henmi, Servus. Sieht man mich überhaupt? Ja, Autofokus mag nicht so recht. Ja, das ganze Ding kommt aus China. Die haben mich angefragt, ob ich sie mal teste, ob ich sie mir mal anschauen kann, ob ich mal vielleicht ein kurzes, ehrliches Review drüber machen kann. Machen wir doch glatt, schauen wir uns mal an. Erster Eindruck ist allerdings schon mal ziemlich groß, ziemliches Teil, ziemlicher Klopper. Und wir machen einfach mal auf und gucken rein, was sich so in der Kiste verbirgt. Als erstes eine Bedienungsanleitung. Ist nie verkehrt. Wir gucken gleich mal, ob das auf Deutsch ist, weil nicht, dass es irgendwie auf Chinesisch oder Mandarin oder Kantonesisch oder whatever ist. Ne, es ist sogar auf Deutsch. Wie hier zu sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das spiegelverkehrt ist. Wahrscheinlich, egal, es ist auf Deutsch. Des Weiteren, unwichtig, Verpackungsmaterial. So schaut das ganze Innenleben aus von dem Teil. Wir schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Ein schönes Täschchen. Wunderbar. Vielleicht um die Pumpe von A nach B zu transportieren, damit sie nicht friert. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir hier noch einen Verlängerungsschlauch. Das ist schon mal sinnvoll, weil wenn man die Pumpe, das Problem ist immer, wenn man die elektrische Pumpe direkt ans Ventil ansetzt, dann wird es ziemlich heiß und das Ventil kann leicht Schaden davon tragen. Von daher ist so ein Verlängerungsschlauch nie verkehrt. Dann die üblichen Verdächtigen, USB-C-Kabel und verschiedene Ventilaufsätze. In der Hoffnung, dass der Autofokus das irgendwie erfasst. Ja, hier glaube ich, sieht man es jetzt. Also dann, keine Ahnung, für Fußbälle, Luftmatratzen, Boote, was auch immer, Autoreifen, kann man dann das Teil verschiedensartig einsetzen. Und da haben wir dieses monströse Pumpenteil. Oh my goodness. Henmi. Ja, lecco mio, das ist schon ein ziemlicher Klopper. Also hier sind diverse Anschlüsse eben für den Verlängerungsschlauch. Kommt dann hier rein. Der Autofokus mag nicht so, wie ich es will. Und das USB-C, also der USB-C-Anschluss ist ja auch. Und das ist kein Lautsprecher, ich denke mal, das ist Gebläse, damit diese ganze warme Luft dann rausströmt. Es ist ziemlich schwer. Ich hau's mal auf die Waage. Wir gucken mal, was das wiegt. Okay, ich habe es gerade gewogen. Ein halbes Kilo, 523 Gramm. Ist nicht gerade ein Leichtgewicht und von der Größe her ist es für Radfahrer gänzlich ungeeignet, weil so ein Klopper, den schmeiße ich mir nicht hinten in die Trikottasche rein. Also es ist einfach zu big. Es ist vielleicht, ja, für den einen oder anderen Autofokus, hallo. Es ist vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich, zu Hause so ein Ding zu haben für diverse Einsatzzwecke, wenn man vielleicht ein Auto noch hat und einen Autoreifen mal aufpumpen möchte, ohne dass man ständig zur Tanke fahren will. Aber heutzutage gibt es ja auch Tankstellen, wo für die Luft mittlerweile 1 Euro verlangt wird. Ja, man möge es nicht glauben, aber es ist so. Und ja, dann kann man halt zu Hause mal den Luftdruck vom Auto überprüfen oder man hat ein Schlauchboot oder eine Matratze oder ein Gummi-Swimmingpool oder was auch immer, dann geht es halt schneller und einfacher. Für sowas ist es okay. Aber jetzt zum Radfahren würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen bzw. mitnehmen. Wir schauen uns mal hier die Knöpfe an. Es mag irgendwie nicht so, wie ich es will. Auf jeden Fall ist hier der Ein- und Ausschalteknopf, so wie es aussieht. Wir drücken einfach mal drauf und gucken, was da passiert. Oh ja, es kommt ein Lichtlein und da steht dann auch schon 0 voreingestellt. Denn ich vermute es, ich habe es nicht durchgelesen, wie es funktioniert. Ich vermute jetzt mal aufgrund der anderen Pumpe, dass wenn man hier auf Plus drückt, man einen Zielwert einstellen kann. So sieht es auch aus. 8,2, das geht Maximum, 8,5. 8,550, das geht glaube ich bis 10, habe ich gelesen. Wir sind jetzt bei 9.
9,75, nee, 89, 99, 10. Ja, also 10 ist 10 Bar der Maximalwert, braucht ja kein Mensch. Also die heutigen Fahrradreifen haben alle bei 28 Millimeter vielleicht 5 Bar oder bei 26, 25 dann 6 oder 6,5 Bar, je nach Gusto. Aber 10 Bar braucht kein Mensch, aber besser man hat es, als wenn man es nicht hat. Was haben wir sonst noch hier? Ist irgendeine Lampe? Oder? Oh, oh je. Ah ja, okay, man hat auch eine, man kann es auch als Taschenlampe verwenden. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach mal drauf gedrückt. Oh, blinken tut es auch. Okay. Ah ja. Ach, das kann man vielleicht. Ja, gut, wenn man das Ding ins Auto schmeißt, kann man das vielleicht als Warnleuchte verwenden. Ne? Gesetzt den Fall, ihr habt eine Panne, steht am Pannenstreifen, es ist dunkel und ihr stellt euer Warndreieck auf. Es ist ja auch bloß so ein Reflektor und dann könnt ihr auch zusätzlich noch hier dieses Teil aufstellen als Warnlampe. Ist nicht so verkehrt. Dann haben wir hier noch einen Knopf. Ich darf mich gar nicht drauf zu drücken. Was passiert hier? Okay, und der andere Knopf hier, das ist ein Umschaltknopf. Da kann man dann wechseln zwischen den einzelnen Objekten, die man befüllen möchte. Seht ihr das hier oben, wie das wandert, die Symbole? Also wir haben hier Auto, Motorrad, Fahrrad, ein Ball und ich als, keine Ahnung, Person, was auch immer. Vielleicht kann ich mich selber damit befüllen. Es summt. Hört ihr das? Es summt. Es lebt. Okay, mehr gibt es an dem Teil erstmal nicht zu entdecken. Wir haben die Anschlüsse, wir haben die Funktionen soweit, ist alles recht übersichtlich und jetzt gucken wir mal, was das überhaupt kann. Deswegen geht es jetzt mal zum Reifen und dann jagen wir mal ein bisschen Luft rein. Okay, ich habe jetzt mal diesen Verlängerungsschlauch hier angeschraubt. Allerdings muss man gleich mal feststellen, dass hier die Öffnung nicht zum französischen Ventil passt. Das heißt, wir brauchen diesen Adapter, den wir jetzt hier drauf schrauben. Was natürlich schon wieder ein Arbeitsgang ist, um überhaupt das befüllen zu können. Aber jetzt passt es auch drauf und wir können es schließen. Dann schalten wir das Ding ein, wenn es denn will. Genau, und dann stellen wir unseren Zielwert ein. Was hauen wir rein? Machen wir mal. Oh, was haben wir jetzt? Bar, jawohl, passt. Warum geht es bloß? Ach so, weil ich jetzt Auto eingestellt habe. Ah, interessant zu sehen. Es ist das Autosymbol und da geht die maximale Druckkraft nur bis 3,4. Okay, dann nehmen wir hier diese Umschalttaste, gehen auf Fahrrad und dann können wir hoffentlich mal auf 8 Bar oder so. Ne, können wir auch nicht. Warum das nicht? Da geht schon los hier. 3 Bar. Das geht auch bloß irgendwie bis 3. Achso, hier sind wir. Hä, was war das vorher? Ach, das war Moped. Okay, hier sind wir bei Fahrrad. Okay, mein Fehler. Vielleicht zeige ich das nochmal so richtig in der Kamera, bevor wir... So, das ist das Fahrradsymbol. Und vorher war Auto und Motorrad. Das sah jetzt ein bisschen aus wie ein Fahrrad. Aber dann kam das Fahrradsymbol. Also das nehmen wir. So. Wir jagen. Ich gehe mal hoch hier auf. Ja, ist ja egal jetzt. Wir machen jetzt einfach mal 6,55. Wir müssen jetzt nicht hier bis auf 8 Bar. Und dann gib ihm Stoff und dann müsste es eigentlich funktionieren. Okay, das war's. Hat funktioniert. Hier sieht man auch gleich den Akkustand. Ist momentan noch voll. Ich muss mal nachforschen, wie lange das dauert, bis das Teil wieder geladen ist und wie viel Pumpvorgänge man damit machen kann. Aber ich denke mal, so 3 Pumpvorgänge aus der Erfahrung der anderen Pumpen heraus kann man damit machen. Und, oh, und schon singt er. Wenn man das dran lässt, entweicht anscheinend ein bisschen Luft dann mit der Zeit. Okay, das war's von meiner Seite her zu diesem Teil. Henmi
Kostet bei Amazon 39,89. Wie ihr hier seht, ist sogar noch reduziert um 34%. Ich packe den Link mal unten rein, könnt ihr euch angucken. Wie oft man jetzt damit aufpumpen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Bin ich überfragt, habe es jetzt auch nicht ausprobiert. Ich denke mal 3-mal auf jeden Fall, und das Aufladen wird jetzt auch nicht die Ewigkeit dauern. Von daher, ja, wie gesagt, für den Hausgebrauch okay. Wenn man verschiedene Objekte hat, Motorrad, Auto, Boot, was auch immer, dann mag das vielleicht sinnvoll sein, wobei es tut auch eine Standpumpe. Also wer noch irgendwie die Kraft hat, die letzte Kraft, als Radfahrer hat man ja nur Kraft in den Beinen, aber der Oberkörper ist ja absolut verkümmert. Wenn man da die Kraft nicht mehr hat, eine Standpumpe zu betätigen, dann ist sowieso alles aus. Ansonsten nice to have, muss nicht sein, kann aber. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ach ja, eins noch, ich habe noch ein Bike-Light zugeschickt bekommen, ein Frontlicht fürs Fahrrad von derselben Firma. Allerdings habe ich es mir noch nicht angeguckt, was das kann, ob es was kann oder ob es für die Tonne ist. Das mache ich dann in einem separaten Video irgendwann in den nächsten Wochen. Es wird jetzt dann eh irgendwann wieder dunkler, und von daher kam ich jetzt noch nicht dazu. Gibt's noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ah. Was? Heieiei. Schreck mich doch nicht so, Monster. Allerdings sehe ich gerade, ist sie schon verkratzt hier. Warum ist die verkratzt? Was habe ich denn da gemacht? Ach, das war jetzt von der Vibration her. Pumpe zu betätigen. Oh, es hat sich verhakt. Damn.